In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit einem einzigen Sinuston verschiedene Instrumente generiert und am Ende möchte ich einen gesamten Song damit bauen. Im Hintergrund hört ihr die Dudes aus meiner WG, die gerade ein Einmach-Gummischießturnier starten. Für mein Projekt benutze ich die Propellerhead Reason Version 4, ihr könnt es aber auch mit einer neueren Version machen. In mein leeres Rack füge ich einen NN19 Sampler mit einem initialisierten Patch und wähle einen Sinuston aus. Der Sinuston schwingt auf eine Frequenz von 432 Hz und ist 5 Sekunden lang. Ich möchte aus diesem Sinuston eine Bassdrum-Kick bauen und füge aus diesem Grund noch den Redrum hinzu, dessen Signalkanal 1 ich mit dem Gate-Input des NN19 verbinde. Mit der Step-Funktion des Pattern-Sequencers schicke ich ein Signal an den NN19, der dann den Sinuston abspielt. Ich pitche den Sinuston oktaviert nach unten, da die Bassdrum eher wummern soll. Die Amplitudenhüllkurven-Attack ist jetzt ganz auf 0 und die Release ein bisschen nach oben, damit der Ton ein bisschen ausschwingen kann. Nun hebe ich mit dem M-Class Equalizer, der sich direkt nach dem Sinuston einreiht, die unteren Tiefen angespitzt hoch. Falls ihr dieses Video auf einem Handy betrachtet, kann es sein, dass ihr die unteren Frequenzen nicht hört, da die tiefen Frequenzen für die Lautsprecher eures Handys viel zu langsam schwingen. Hinter den Equalizer reihe ich noch einen Vocoder ein und stelle diesen auf Equalizer. So kommen nur bestimmte Frequenzen durch und es verhindert ein Absumpfen in den Tiefen. Zwischen Equalizer und Vocoder setze ich noch einen M-Class Maximizer und hebe die Lautstärke maximal an. Während im Nebenzimmer die Zielscheiben fallen, räume ich meine Sinuston-generierte Kick in einen Kombinator. Dieser fasst die Bassdrum-Instrumente und Elemente in sich zusammen. Der Soundausgang der Kick soll nun aus dem Kombinator geschehen. Und der Gate-Input betrifft den kompletten Kombinator. Denn so kann man sehen, dass der Kombinator Signal bekommt. Damit dieses Signal nun wieder an meinen NN19 drankommt, setze ich hier ein Häkchen. Nun ist mein Kick-Signal aufgeräumt in einem Kombinator. Im übernächsten Schritt möchte ich eine Snare bauen. Ich habe aber noch kein Mischpult angelegt, also kann ich nur ein einziges Audiosignal auswerfen. Darum lege ich den 6-Kanal-Mischpult ganz oben an. Den Ausgang der Kick verbinde ich mit dem Kanal 1 des 6-Kanal-Mischpultes und den 6-Kanal-Mischpult schließe ich an den Soundausgang meines Systems an. Ich füge einen neuen Kombinator hinzu. In ihm möchte ich die Snare generieren. Ich lade wieder einen NN19-Sampler in meinen Kombinator hinein und füge als Sample wieder den Sinuston ein. Der Kombinator soll noch auf Kanal 2 meines oben angelegten Mischpults gehen. So liegen Kick und Snare direkt nebeneinander. Auch den zweiten Signalkanal des Redrums verbinde ich mit dem Gate-Input des Snare-Kombinators. Durch den Step-Sequencer des Redrums können nun Kick und Snare angesteuert werden. Das Sample der Snare ist ja noch der rohe Sinuston, der immer abwechselnd zur 1 auf die 2 piept. Um von dem Piepen zu einem eher typischen Snare-Geräusch zu gelangen, muss der Ton durch eine Reihe von Elementen und Modulatoren fließen. Mit einem kleinen Equalizer ziehe ich aus den unteren Mitten den wumpfigen Sumpf hinaus. Ich binde einen Tor-Synthesizer ein. Dieser muss komplett leer sein, da auch er das Gate-Signal des Kanals 2 von dem Redrum bekommt. Der Piep-Sound soll nun durch den Tor hindurch fließen. Darum verbinde ich den Soundausgang des kleinen Equalizers mit dem Audio-Input 1 und 2 des Tors und den Soundausgang 1 und 2 des Tors. In der internen Programmierschnittstelle des Tors gebe ich an, dass Sound-Input 1 und Sound-Input 2 zu 100% an Filter 3 weitergegeben werden. In Filter 3 habe ich schon einen Formatfilter angelegt. Der Tor ist so konstruiert, dass nach Filter 3 automatisch Chorus oder Delay angeschalten werden können. Durch die Modulation des Chorus wird die Frequenz stark auf und ab geschreddert. Ich muss überlegen. Mit einem Geistesblitz schmeiße ich die Maus über den Bildschirm und drehe an den Reglern rum, bis ich den gewünschten Sound habe.
Eine Oktave tiefer hat mir besser gefallen. Ich wünsche mir noch etwas mehr Flattern, es ist mir noch zu kurz. Ungefähr so. Mit dem Vocoder hebe ich die Frequenzen wieder hervor, die sich am meisten durchsetzen. Durch die Modulation im Tor-Synthesizer ist der Sound sporadisch von links oder rechts zu hören. Dieses versuche ich zu beheben, indem ich im Stereo-Imager die Höhen und Tiefen auf Mono stelle. Es klingt noch ein bisschen zu trockentropfig, darum füge ich einen Raumhall hinzu. Die Snare auf Mono, also Mitte zu setzen, fand ich dann doch nicht so gut. Ich füge wieder einen M-Class Maximizer ein, um den maximalen Klangoutput auf 0 zu setzen. An letzter Stelle füge ich nochmal einen Hall ein. Dieser soll aber mit einem länger anhaltenden Referenzton hallen. Außerdem soll er das nicht immer tun, sondern nur, wenn ich sage. Darum möchte ich den kompletten Kombinator animieren, und zwar mit dem Schalter 1, Hall ein oder Schallbypass. An ist aus und aus ist an. Ich deaktiviere den Step-Sequencer wieder, denn nun möchte ich im MIDI-Sequencer arbeiten. Um Kick und Snare anzusteuern, brauche ich nur noch die MIDI-Spur des Read-Drums und den Schalter 1 aus dem Snare-Kombinator. Diesem gebe ich noch an, dass ich ihn im Sequencer animieren möchte. Damit du nicht einschläfst, gehe ich von 120 auf 156 BPM. Ich setze in der Read-Drum-Spur einen MIDI-Block, den ich nun bearbeiten möchte. Dieses kleine braune Kästchen bedeutet, dass auf Kanal 1 des Read-Drums, also der Bassdrum, ein MIDI-Signal gesendet werden soll. Kanal 2 ist ja die Snare. Nun kann ich mit meinen 2 Kanälen und den MIDI-Blöcken einen Drumbeat basteln. Einen Drumbeat basteln, der nur aus einem modulierten Sinuston besteht. Den Hall der Snare möchte ich auch animieren, an und aus. Ich möchte die Snare doch noch etwas bearbeiten. Damit die Snare noch etwas mehr Haptik bekommt, füge ich noch einen Scream 4 hinzu. Ich stelle ihn auf Tape. Die Snare ist jetzt etwas zu laut. Ich glaube, so gefällt es mir ganz gut. Aber mein Song soll ja nicht nur aus einem Drumbeat bestehen. Darum muss ich kurz überlegen, wie ich nun weitermache. Ich möchte richtig klingende Instrumente hinzufügen und das Drum soll sie immer, wenn das Drum ertönt, ducken. Also baue ich mir schon vorzeitig ein Ducking ein. Dazu muss ich das Drum-Signal erst einmal splitten. Nun habe ich 2 offenliegende Drum-Ausgänge. Später sollen die Instrumente durch einen Kompressor hindurchlaufen,
der die Klangmasse immer nach unten duckt, also leiser macht, wenn das Drum ertönt. Darum verbinde ich einen Teil des gesplitteten Drum-Sounds mit dem Sidechain-In des Kompressors. Damit du nicht durcheinander kommst, packe ich erstmal die Drum-Combo, also den Redrum und seinen Mischpult, wieder in einen Kombinator. Auch mein Ducking-System wird schön aufgeräumt. Nun füge ich meinem Projekt einen großen Mischpult hinzu. Dieser wird an den Kompressor angeschlossen, den ich für das Ducking schon angelegt habe. Ein- und Ausgang werden zusammengefügt mit dem zweiten Signal des Drums und diese fließen dann zusammen an den Soundausgang des Kombinators. Bevor der gesamte Sound ausgegeben werden soll, soll er noch durch einen Kombinator durchlaufen, indem ich Elemente einfüge, die das Übersteuern verhindern. Ein Kompressor, ziemlich weich eingestellt. Und nochmal einen M-Class Maximizer. Dazwischen nochmal ein Vocoder, der die Frequenzen wieder hervorhebt, die sich durchsetzen, aber das ist auch Geschmackssache. So klingt es ganz okay. Nun kann ich anfangen, mein erstes richtiges Instrument zu bauen. Wie gehabt lade ich wieder in den NN19 einen Sinuston. Der LFO soll ihn ein bisschen zum Schwingen bringen, damit man kein Tinnitus bekommt. Mit einem weiteren MIDI-Block gebe ich die Noten für mein neues Sinusinstrument ein. Das Instrument soll nicht den ganzen Spielraum für sich beanspruchen, es soll im gesamten Klangbild nur eine Nebenrolle spielen und kleine Laute von sich lassen, die das Drum unterstützen. Darum mache ich die Noten ziemlich kurz. Ich benutze hier oft die Taste S, das bedeutet, ich verschiebe die Noten frei oder ich verschiebe die Noten im Raster. Der Rhythmus des Instruments gefällt mir so ganz gut, darum dupliziere ich ihn einfach durchgehend. An den AUX-Kanal meines großen Mischpultes schließe ich nun zwei Hallgeräte an. Eins mit einem kurzen und eins mit einem langen Hall. Mit den AUX-Reglern kann ich nun einstellen, wie viel Hall der jeweiligen Spur zugewiesen werden soll.
Meine 2 AUX-Hals packe ich wieder in einen Kombinator, damit sie schön aufgeräumt sind. Aus Versehen drücke ich dabei auf die Shift-Taste. Darum muss ich den einen von hinten wieder neu anschließen. Nun stimmt wieder alles. Jetzt möchte ich mir aber ein neues Instrument bauen, das etwas flächiger ist. Ich mache weiter wie bisher und nehme wieder den NN19, lade in ihn den Sinuston. Ich verleihe ihm mit dem LFO wieder eine leichte Schwingung und schließe ihn auf Kanal 2 an dem großen Mischpult an. Ich gebe meinem Instrument im Vorfeld schon ein bisschen Hall, damit es ungefähr so klingt, wie ich es mir vorstelle. Nun gebe ich eine Harmonie ein.